Also ich persönlich hoffe drauf, mehr Content, obviously, aber halt auch relevanter Content. Dieses neue Collecting, Lifestyle-System, Gathering-System und so. Nicht Collecting, aber ja. Lifestyle. Dass sich das irgendwie lohnt oder so. Keine Ahnung. Schwierig zu sagen ohne Details, aber so grob halt. Dann, dass der neue Dungeon Herneswaffen droppt, der neue Boss. Und die Monster in dem Dungeon nicht zu stark sind vielleicht. Weil es ja Open World ist, ja eigentlich ein Levelgebiet, ein ganz normales Open World Levelgebiet. Wäre schade, wenn die Monster da ultra stark wären, sodass man da effektiv eigentlich auch wieder nur leveln kann. Wenn man so ein überkrasses Equipment hat. Dann vielleicht noch irgendeine Überraschung. Irgendwas, was in den Death Notes noch nicht drin stand. Weil da stand ja immer drin, wartet auf die Final Patch Notes und so. Wäre halt cool, wenn in den Final Patch Notes dann auch tatsächlich noch Sachen aufgeführt sind, die da tatsächlich gar nicht drin standen. Also nicht nur, dass man die Final Patch Notes abwarten soll, zwecks, es könnte sich noch was ändern, sondern auch zwecks, das war noch nicht alles, so ungefähr. Maybe. Wäre cool. Ja, das war's eigentlich. Ich überlege gerade, was wäre es noch? Ah ja, Klassenbalancing tatsächlich. Stimmt, Klassenbalancing wäre noch interessant. Wobei ich da eigentlich persönlich gar keine Anforderungen habe. Meine einzige Anforderung ist, auf keinen Fall Elementor nerven. Warum ich mir das wohl wünsche? Ich weiß auch nicht. Nur so. Nur so nebenbei. Auf keinen Fall Elementor nerven. Auf keinen Fall AoE nerven. Wenn überhaupt Waterbomb nerven. Was indirekt auch ein AoE-Nerf wäre. Aber eigentlich wäre der Waterbomb-Nerf ja eher an die Leute, die nicht AoE sind, gerichtet. Bei AoE-Spielen geht auch ohne Waterbomb. Waterbomb soll es ja nur ein bisschen unterstützen. Waterbomb ist aber faktisch so stark, dass man auch komplett als Non-AoE genauso viel Schaden machen kann wie ein richtiger AoE. Auch das ist irgendwie lächerlich. Sollte nicht so sein, meiner Meinung nach. Und ja, das wäre es dann aber wirklich. Und ich sag's, ich spreche es tatsächlich aus, weil ich denke, dass es Jester sowieso nicht helfen wird. Nichts und niemand kann Jester retten. Von mir aus können sie gerne Jester buffen oder sollen sie Jester buffen. Dann können die Jester endlich Ruhe geben und realisieren, dass selbst wenn Jester gebufft wird, ihn immer noch keiner spielen will. Aber ja, das wäre so meine kurze Wunschliste. Du willst ein Doppel-XP-Event ab Freitag 0 Uhr? Das kann ich dir jetzt schon mit Brief und Siegel versichern, dass das nicht passieren wird. Lil Bro. Ain't gonna happen, Lil Bro. That shit's ain't gonna happen. Das kann ich dir hundertprozentig garantieren. Ein Boss, der solo farmbar ist mit Hernes-Drops. Also es wäre natürlich cool, wenn man ihn solo farmen kann, so wie Clockworks und so. Aber ich meine, also theoretisch ist es ja so, Clockworks ist ja der erste, also ich meine gut, technisch gesehen ist Ivalice der erste Boss dieser Art. Aber Ivalice ist fucking irrelevant und war eigentlich auch schon fast immer irrelevant, bis auf ganz am Anfang vielleicht, wo tatsächlich Ivalice Bow relativ viel wert war. Aber, okay. Aber sagen wir mal, es startet effektiv mit Clockworks, diese Art von Boss. Diese Solo-Boss-Ding, wo du einfach nur hingehst und direkt gegen den Boss kämpfen kannst und keinen Dungeon Run machen musst. Sondern nur den Boss-Fight. Dann hast du Clockworks, super easy. Dann hast du Meteo, relativ easy. Einzige Tücke ist die Schmelze. Aber wenn man die dodgt, ist es auch extrem easy. Dann hast du Red Meteo. Gut, der kann tatsächlich schon ein bisschen was. Oder sagen wir mal, er konnte mal was. Mittlerweile hat er natürlich keine Chance, wenn du mit Luzakas Crystal und halt richtig, also Endgame-Equipment, jetzigem Endgame-Equipment reingehst. Dann ist das natürlich auch keine Herausforderung mehr an für sich. Aber er war mal sehr stark, plus er hat immer noch die Schmelze, die eigentlich fast jeden one-shottet, wenn man nicht rechtzeitig reagiert mit Barrier oder mit Ausweichen oder so. Aber wenn du das mal bedenkst, so ungefähr, Red Meteo war der letzte Boss. Und ich meine, er ist nicht komplett scheiße, weil es halt nur an dieser Red Meteo Schmelze-Mechanik hängt.
Was ich persönlich blöd finde, dass ein Boss nur deswegen wirklich relevant ist, weil er eine One-Hit-Mechanik hat. Oder eine mehr oder weniger One-Hit-Mechanik. Aber egal, auf jeden Fall vom Prinzip her war das ja der letzte Boss in der Art. Und der ist halt einfach fucking Level 120 oder so, 21, eins von beiden. Und wurde vor über 2 Jahren released. Und wenn du den jetzigen Boss machen würdest, der ungefähr so auf dem Niveau von damals Red Meteor ist, oder halt wieder so eine ätzende Mechanik hat, und der dann wahrscheinlich auch sau viel Leben hat, weil das hat Red Meteor auf der höchsten Stufe, hat glaube ich 200, oh, lass mich nicht lügen, 240 Millionen hat er, glaube ich, oder? Ich glaube schon, 144, 180 und 240 oder so Leben. Also es könnte gut und gerne sein, dass der über 500 Millionen hat sogar, also mehr als die Dungeon-Bosse. Was ja immer noch easier wäre oder leichter wäre, weil du musst ja nur den Boss besiegen. Du hast keine Zwischenbosse, du hast keine Monster, die du vorher besiegen musst. Also selbst wenn er eine Milliarde Leben hätte, nur bei einer Milliarde wäre zu viel. Aber ja. Jedenfalls kann ich mir das gut vorstellen, dass der sau viel Leben hat. Und im schlimmsten Fall so eine ätzende Mechanik wie die Schmelze von Red Meteor. Irgendwas, wo man effektiv wirklich reagieren muss in irgendeiner Art und Weise, weil er dich sonst einfach one-shottet oder so. Und wenn das beides eintritt, sau viel Leben plus eine ätzende Mechanik, dann kannst du ihn wahrscheinlich trotzdem solo machen. Aber vermutlich nur, wenn du wirklich gutes Equipment hast. Und es ist kein... Also ich meine, Schlafmützen-Boss wie Clockworks wird es auf jeden Fall nicht, wo du einfach AFK gehen kannst, wenn du Lifesteal hast. Das wird safe nicht. Also ich kann dir aber schon vorstellen, dass er solo so ätzend ist, dass du ihn gar nicht solo machen willst. Du kannst es vielleicht, aber du willst es nicht. Und als Red Meteor released wurde, wollte man den eigentlich auch nicht solo machen. Die meisten Leute zumindest. Also, ich sag mal so, der durchschnittliche Spieler hat Red Meteor am Anfang ganz sicher nicht solo gemacht. Da haben wir den teilweise zu dritt oder zu viert gemacht. Und selbst das war teilweise noch ätzend. Wie gesagt, du musst halt zurückdenken, wie es damals war. Und ich meine, gut, ganz so wird es nicht sein. Weil man hat jetzt ja schon das höchste Equipment. Damals, als Red Meteor released wurde, hatte man nicht instant 135er Sets und Bloody Waffen und so. Aber jetzt wurden ja quasi erst die Hermes-Waffen und Sagas Crystal Waffen released. Und ein Jahr später kommt jetzt erst dieser Boss. Also die Situation ist natürlich nicht so wie damals. Aber entsprechend könnten sie ihn sogar noch stärker machen, als Red Meteor im Verhältnis damals war. Und wie gesagt, dann hast du als Casual oder als mittelmäßiger Spieler, als normaler Spieler, durchschnittlicher Spieler, hast du den eher nicht solo gefarmt, weil du es gar nicht konntest. Du wolltest es nicht und du konntest es aber wahrscheinlich auch gar nicht. Aber mal schauen. We will see. Und du wolltest noch Night Buffs, besonders Ruf der Wut, wo man mehr pullen kann. Also du willst quasi eine größere Range für Call of Fury. Ruf der Wut. LMAO. Okay.